Der Trend zu Vintage-Modellen ist in der Fahrzeugindustrie schon lange kein Trend mehr, sondern ein fester Bestandteil des Programms. Man denke nur an VW, Fiat oder Mini. Im Bereich der Roller ist eindeutig die Vespa GTS 300 der Platzhirsch. Aber was ist eigentlich mit dem alten Konkurrenten der Vespa, der Lambretta? Da gibt es jetzt ein neues Modell von einem neuen Besitzer, die X300. Hier steht sie, sieht schnittig aus und man fragt sich, wer will da eigentlich noch Vespa fahren? Naja, mein Lieber, das ist ja wenigstens noch eine originale Vespa im Vergleich zu dem hier. Wo kommt denn das Teil überhaupt her? Ich muss dir recht geben, also die Vespa, das ist immer noch der Piaggio-Konzern, der das damals hergestellt hat. Die Lambretta heutzutage, das ist natürlich nicht mehr das Innocenti, was damals in den 70er Jahren die Tore geschlossen hat. Heutzutage ist das ein Namensrechteinhaber aus Holland. Montiert wird sie in Thailand, designt wurde sie in Österreich. Das ist natürlich relativ international und hat nichts mehr mit dem zu tun, was früher Innocenti war. Die Formgebung, Kotflügel, Schriftzüge. Man sieht ja schon die alte Lambretta an. Man merkt schon, was sie wollten, oder? Sie wollten an das Alte anknüpfen, an die originale Lambretta. Aber Originalität hin oder her. Wichtig ist doch, was können die Dinger heute? Und ich würde sagen, das testen wir einfach mal. Und zwar in 8 Kategorien. Und damit legen wir jetzt los. Wie ihr seht, haben wir die Roller mal umgedreht, denn unsere erste Kategorie, die heißt Motor. HPE Euro 5, 24 PS. 23,8, das ist aber typisch für Vespa-Fahrer, dass sie immer ein bisschen übertreiben müssen, aber na gut. 26 Newtonmeter Drehmoment, 278 Kubik. Wenn man sich diesen Motor hier anschaut, dann fällt einem auf, dass der sehr, sehr viel Ähnlichkeiten zu diesem Motor aufweist. Wenn man hier hinten auf die Bremsaufnahme anguckt, auf diese Kühlrippen da unten oder auch auf der anderen Seite die Wasserpumpen, das ist irgendein Derivat vom Piaggio-Motor. Er wurde abgewandelt. Man sieht, der hat hier eine eigene Abdeckung, die, wie ich finde, auch recht gelungen aussieht. Dann hat er hier auch einen etwas anderen Auspuff gekriegt oder einen ziemlich anderen Auspuff. Ne? Hier viel eckiger und größer als bei der Vespa. Was kann der Motor jetzt, wenn das eigentlich der gleiche ist? Komischerweise soll er 3 Kubik weniger haben. 275 statt 278, aber dafür 1,2 PS mehr und komischerweise bei weniger Umdrehung. Der hier bei 8250 Umdrehungen, der hier bei 7500 Umdrehungen. Dieses Ding hier ist eine Bestie. Das wird dich noch in die Schranken verweisen. Was ja auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, eine wichtige Kategorie bei uns, ist Laufkultur. Und von der Laufkultur sind die nicht besonders zufälligerweise sehr, sehr ähnlich, oder Nico? Ja gut, aber das liegt halt daran, dass die Basis von dem Motor, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, exakt gleich ist. Also machen wir einen kleinen Soundcheck. Ich würde sagen, wir lassen eine unabhängige Jury sprechen. Ludo, auf einer Skala von 1 bis 5, wie viele Punkte für den Sound? Ach, ohne dass ich den Vergleich kenne. Ohne dass du den Vergleich kennst. Erst 1 bis 5. Ja. 4,6. Keine Kommazahlen. Also 4. Du gibst vier Punkte für den Sound. Ich bleib bei der 4. Okay. Ich glaube, ich muss die Jury überdenken. Den zweithöchsten Wert für diesen Sound. Na gut. Na gut, also ich muss offen zugeben, das haut mich auch nicht um, aber ich finde das, also ich persönlich finde es besser, aber ich habe nichts zu sagen. Fragen wir wieder die Jury, wie viel Punkt für diesen Sound? Aber ich finde den nicht so gut. Ich will jetzt da 3 geben. Du hast ihn wirklich bezahlt, oder? Wie viel hast du ihm gegeben? War eigentlich ein guter Preis, 5 Euro. Ganz wichtige Kategorie heutzutage Umwelt. Welche Abgasnormen erfüllen die Roller? Ja, das ist relativ einfach. Die erfüllen beide Abgasnorm Euro 5. Und dann natürlich noch die Kategorie Verbrauch. Hier ist Werksangabe 3,3 und hier ist Werksangabe, haben wir noch nicht. Also müssen wir erst noch ein bisschen fahren und hoffen, dass wir entweder noch eine Werksangabe kriegen oder in dieser Fahrzeit irgendwas Schlaues rausfinden. Was bringen die Dinger wirklich auf den Prüfstand? Also was ist deren Performance, die sie ans Hinterrad bringen, die Motoren? Das ist der erste Punkt. Da gehen wir jetzt hin. Und danach viel wichtiger, was bringen die auf die Straße? Und das testen wir auch noch. Wir haben die Leistungswerte der Hersteller mit einem
ganzen PS oder sogar 1,2 PS Unterschied soll meine stärker sein, obwohl sie so ziemlich den gleichen Motor hat. Man kann kaum Unterschiede sehen. Sie soll 3 Kubik weniger haben, aber 1,2 PS mehr. Jetzt checken wir mal, was davon wirklich am Hinterrad ankommt. Denn was die Hersteller angeben, das ist ja immer Kurbelwellenleistung und nicht Hinterradleistung. Und dazwischen sitzt ja auch noch eine ganze Variomatik oder Automatik. Und wir checken jetzt mal, was wirklich am Hinterrad ankommt. Auf geht's. Also gerade was so den Bereich über 100 angeht, ist es hinten immer gesünder geworden. Ja. Aber pass auf, jetzt schmeißen wir mal deine rauf und dann legen wir den Kram übereinander und schauen, was besser ist. Die sind auch 21,5. Die sind von der Spitzenleistung fast gleich. Ja? Du hast 21,5 PS mit deiner Vespa GTS. Meine Lambretta hat 21,8, 0,3 PS mehr auch am Hinterrad, die tatsächlich ankommen. Spiegelt nicht ganz die Werte wider, die vom Werk kommen, weil da ist ja der Unterschied größer. Aber was wirklich interessant ist, ist, was da hinten raus passiert. Ja. Ja? Sie hat die Leistung schon früher anliegen, das heißt, du fährst wahrscheinlich auch besser los. Und was dann aber wirklich interessant ist, bei 110 fängt deine an zu fallen, Ja. während natürlich die sportliche Lambretta, ja, die legt dann noch mal richtig einen drauf und Die macht zieht weiter, ja. Die macht genau und zieht erst bei über 150 im Begrenzer, während deine bei 125 im Begrenzer geht. Nico, Fliegerhorst Penzing, das heißt, wir haben hier die ADAC-Teststrecke und so viel Platz, wie wir wollen, richtig? ja, ausgezeichnet. Alter Militärflughafen, schöne Startbahn. Wir werden auf jeden Fall mal Beschleunigungstest machen, dann Test aus der Fahrt raus, also Durchzug. Genau. Verzögerung wäre super. Und insgesamt können wir mal sehen, wie viel von der Performance, die wir gemessen haben, die beiden Dinger jetzt wirklich auf die Straße bringen. Also das heißt, wie sie beschleunigen, durchziehen und so weiter. Los geht's. Okay, Nico, ich sag's ja ungern, aber da hat mich die Vespa wohl geschlagen. Es fällt so nicht auf, ich weiß, aber ich bin schwerer als Nico. Aufgrund der Größe halt. Aufgrund der Größe. Ja. Und wir haben mal getauscht, das war das gleiche Ergebnis. Die Vespa ist einfach schneller. Aber was mir aufgefallen ist bei diesen ganzen Rennen, ne? Wir stehen da und dann ziehen wir die Bremse und geben hier schon ein bisschen Gas, um möglichst schnell loszukommen. Ne? Ja, Wir klar. wollen ja Erster werden. Natürlich. So, in der Realität, also wenn ich in der Stadt an der Ampel stehe, spanne ich ja nicht irgendwie das Getriebe vor und stehe da wie ein Blöder mit Gas. Ja, oftmals ergibt sich ja halt auch irgendwie so eine Lücke im Verkehr und dann will ich halt spontan losfahren. Also würde ich vorschlagen, wir simulieren mal so einen Ampelsprint und machen 50-Meter-Rennen, stehen in Standgas da und dann geben wir beide gleichzeitig Gas und schauen mal, wie lange die Automatik braucht, um uns vorwärts zu bringen. Das machen wir. Okay, Nico. Also Beschleunigungsrennen abgeschlossen, einmal Quartermile, einmal Ampelsprint, jedes Mal klarer Sieger die Vespa. Und das Interessante ist ja, woran liegt denn das jetzt? Wir haben ja nicht nur die Werte, die die Hersteller angeben, sondern wir haben ja wirklich auf dem Prüfstand getestet, welcher Motor mehr kann. Und da war der Lambretta-Motor ja vorne. Hier in der Realität ist die Vespa ganzes Eckchen schneller. Woran liegt's? Aber der bessere Fahrer. Woran hat es gelegen? Woran hat Woran hat es gelegen? Es macht mir den Eindruck, als ist die einfach von der Gesamtübersetzung
länger als die hier. Auf dem Prüfstand dreht die ja bis über 150 und die hier bis 125 oder sowas. Das muss man fairerweise sagen. Das heißt, dann kommt die natürlich schwerer los. Und was auch noch dazu kommt, es dauert einfach länger, bis die Automatik greift. Ja. Gut, Und die also, Endgeschwindigkeit konnte sie ja auch nicht ausspielen. Also von daher, so fair muss man auch sein. aber da bringst du mich auf was, weil wir wollen ja eigentlich noch testen, wie der Durchzug ist. Dass wir bei 50 durchbeschleunigen. Genau. Ich würde sagen, wir fahren mit 50 auf die Pylonen zu und ab 50 parallel geben wir beide Gas und schauen mal, was dann passiert. Okay, auch hier haben wir leider meine letzte Hoffnung gestorben, weil auch da ist die GTS schneller. Man könnte jetzt sagen, okay, der schwerere Fahrer war auf der Lambretta, das ist auch richtig. Aber gerade von 50 bis 80 war die GTS einfach noch ein bisschen besser, hatte ich den Eindruck. Oben raus, dann so ab 80 km/h oder sowas, da hatte ich dann den Eindruck, jetzt kommt die Lambretta und jetzt wird sie auch schneller als die GTS. Spiegelt ja auch so ein bisschen das Ergebnis vom Prüfstand wider. Da muss man der GTS halt schon die Zeit, die sie in der Entwicklung gesteckt hat. Genau, also das ist halt sehr ausgereift, was solche Sachen angeht. Das fährt einfach gut, das fährt super los, das hat einen schönen Durchzug. Bis zu der Höchstgeschwindigkeit ist das Ding wirklich sauber, wie es geht. Und dann wollten wir natürlich noch ganz genau wissen, welcher Roller schneller ist. Zuerst die Lambretta X300. Sie ist mit 128 km/h angegeben und irgendwann stand auf dem Tacho sogar 150 km/h. GPS gemessen waren das aber nur 136 km/h. Immerhin 8 km/h mehr als Werksangabe. Als nächstes die Vespa GTS 300. Sie hat eine Werksangabe von 120 km/h. Der Tacho zeigte irgendwann sogar 140 km/h. GPS gemessen waren es 128 km/h, also 12 km/h weniger als der Tacho angezeigt hat. Also Sieger in dieser Disziplin eindeutig die Lambretta X300. Sie ist 8 km/h schneller als die Vespa. Wichtig zu erwähnen, bei Höchstgeschwindigkeit fährt die Vespa genauso souverän wie die Lambretta. Kommen wir nun zum Fazit beim Thema Motor. Ja, ganz kurz, ich muss noch die ganzen Fliegen vom Scheinwerfer wegmachen, weil dieses Fahrzeug sehr gut abgeschnitten hat. Ich muss da wieder feiern, dass er mal irgendeine Kategorie gewonnen hat. Wir haben hier 3 Sachen gemacht. Erstmal haben wir uns die Papierform angeguckt, dann haben wir uns angeguckt, wie sieht es auf dem Prüfstand aus, was kommt wirklich am Hinterrad an und dann haben wir uns angeguckt, was kommt wirklich auf der Straße an. Papierform wäre er hier leicht vorne, ne? Hat die besseren Angaben gehabt. Okay, bessere Angaben machen kann jeder. Das hat er aber auch auf dem Prüfstand bestätigt. Zwar nur etwas mehr Leistung, aber das schönere Band, dafür hier früher eingestiegen ins Band. Dann sind wir halt auf die Strecke gegangen, da kommen die Fliegen her. Du warst einfach schneller. Ja. Die muss erst gebeten werden, die wartet ein bisschen und dann fährt sie so ein bisschen schwammig los. Während hier, das merkt man schon, das geht vorwärts. Quartermile ging an dich, Ampelsprint ging an dich, Durchzugsvermögen ging an dich. Obwohl nominell schwächer. Hut ab. Tatsächlich finde ich das aber wirklich super. Also mir fehlt es bei diesem Fahrzeug an nichts. So, kommen wir zur zweiten Kategorie und zwar zu der Kategorie Chassis oder Rahmen. Diese Retro-Roller, die werden ja häufig kritisiert als Plastikroller oder sowas. Wie sieht denn das bei dir aus? Tja, alles dummes Geschwätz. Wir haben hier eine selbsttragende Karosserie. Feinstes Metall. Okay, dann machen wir hier weiter. Okay, das ist vielleicht ein Mischmasch. Vespa, selbsttragende Stahlblechkarosserie, wie Vespa eigentlich schon immer hat. Genau. Mit dem einen oder anderen Kunststoffanbauteil. Da ist schon eine Menge Plastik dran. Diese traditionelle Karosserie, das ist schön, es gibt ein Fleißkärtchen, aber es ist viel Plastik drumherum. Wie sieht das bei der Lambretta aus? Genauso, oder? Identisch, oder? Hier ist es so, das Teil hat auch eine selbsttragende Stahlblechkarosserie. Ein Vorteil daran ist, das soll ja relativ leicht sein. Steif und leicht. Was denkst du denn, welcher ist leichter? Ich meine, dass die Vespa leichter ist mit 128 Kilo Leergewicht. Kann das sein? Die Vespa ist leichter, das stimmt, aber sie wiegt 160 Kilo. 160 Kilo? 160 Kilo. Voll fett. Das ist ein ziemliches Trumm, so ein Ding. Gott, Ne? zack. Und wenn man jetzt schon denkt, oh, Alter, das ist aber schwer für so einen Roller. Ne? Das Teil hier, das wiegt 174 Kilo, gleich mal 14 Kilo mehr.
Was denkst du denn, was das zulässige Gesamtgewicht ist? Sollte ich wissen, 360 Kilo. Du hast 340, ich habe 330. Das Ding kann auch noch mehr zuladen als meiner. Ne? Was denkst du, welcher hat den längeren Radstand? Die Lambretta ist bekannt für ihre lange, schlanke Form. Die Vespa eher für ihre gedrungene Form, für die knuffigen Rundungen. Was denkst du, welcher hat den längeren Radstand? Also grundsätzlich sollte es die Vespa sein. Die den längeren hat? Nein, hat den kürzeren Radstand, wie früher. Genau. Nee, nicht mehr. Auch Also nicht mehr. laut Werksangaben ist die hier tatsächlich 15 mm kürzer. Bei der Länge ist es auch so. Die soll länger sein, 3 cm länger als die hier. Nimmt sich alles nicht viel, aber es ist natürlich interessant, weil die Lambretta stand früher für das Fahrzeug, die klassischerweise besser geradeaus gefahren ist. Die Vespa war ein bisschen wendiger. Jetzt ist hier wirklich der Radstand fast auf gleichem Niveau, beziehungsweise sogar ein bisschen kürzer bei der Lambretta. Darf ich mich auf deinen Roller setzen, Nico? Selbstverständlich. Komme ich mit dem Bein auf den Boden. Ich finde, das geht. Ist Aber natürlich auch super, dass wir Jesko mit 1,85 als Vergleich nehmen, aber 1,88 bitte, ja? okay. Vielleicht Man setzt muss sich also- nachher noch mal jemand Kleineres drauf. Ja, Nico, hier, mach mal. Okay. So Also ist Jesko so. kam prima auf den Boden mit seinen Beinen. Vielleicht tue ich mal mit 1,68 eher so den Durchschnittsbürger Mhm. verkörpern. Und dann haben wir schon die Ja. Zehenspitzen Ja? im Dienst. Also Also hochhackige Schuhe würden dir schon helfen, sehe ich. genau. Setz dich doch mal hier drauf. GTS ist schwer. Der Realitätscheck zeigt tatsächlich, Nico kommt da ein bisschen besser auf den Boden. Von den Werksangaben sind beide gleich. Ja? Aber ich würde schon sagen, die Lambretta, das fühlt sich auch für mich so an, die ist tatsächlich ein bisschen niedriger. Wenn wir über das Chassis reden, wichtig auch der Tankinhalt. Die Vespa ist bei 8,5 Litern und die Lambretta bei 7 Litern. Bei ungefähr dem gleichen Verbrauch, von dem wir ausgehen können, kommst du natürlich mit der Vespa wesentlich weiter. Aber wir haben ja nicht nur einen Tank unter der Sitzbank, wir haben auch noch dieses Gepäckfach unter der Sitzbank. Ne? Und da wird es erstmal lustig, man muss erstmal an das Ding drankommen. Ne? Erstmal lasse ich das Ding wieder mal piepen. Ups. Dann muss ich das hier nach rechts drehen. Nee, Quatsch. Nach links. Ja, genau. Also, nein, Nico schafft sofort. Also man kommt ganz einfach an das Gepäckfach und auch den Tank. Mach mal bei dir bitte auf, geht das denn da leichter? Kommt man da besser dran? Theoretisch geht es genauso leicht oder schwer oder umständlich auf wie bei der Lambretta. Aber was ich bemängel, ist einfach diese Keyless Go-Geschichte und dieses ganze unnötig moderne Zeugs. Ja. Ständig muss man da irgendwie rum und um knubbeln und hier und da und man will sie anmachen und sie geht nicht an und dann sperrt sie wieder und dann hat man den Schlüssel irgendwie zu weit weg. Es nervt. Also da sollte Vespa noch mal ein bisschen nachbessern. Also es soll ja den Komfort erhöhen. Beide haben Ja. Keyless Go, es soll den Komfort erhöhen. Man muss erstmal da irgendwie rankommen an den Genau. ganzen Bums, wenn man tanken Aber will. salopp gesagt, eigentlich ist es hier eigentlich ein Knopfdruck. Gut. Dann kommt man an sein Helmfach, an den Tank ran. In beide passt kein vernünftiger Helm. Es gibt ja Leute, die fahren so halbe Helme. Die könnten mit den Dingern glücklich werden. Wer richtige Helme fahren will, Ja, ist aufgeschmissen. der hat ein Problem, geht in beide nicht rein. Das Fach ist kürzer, dafür tiefer, das ist ein bisschen länger. Das nimmt sich alles nicht viel. Einerseits praktisch, aber nicht ganz so praktisch, dass man einen richtigen Helm reintun kann. Aber zu dem Gepäckfach, ja, da gehört ja nicht nur der Stauraum unter der Sitzbank, sondern auch der klassische Stauraum hier, was normalerweise immer das Handschuhfach ist. Was ist bei dir die Lösung? Wie kommt man an dein Gepäckfach? Ich habe festgestellt, dass man das Gepäckfach nur aufmachen kann, wenn man den Schlüssel besitzt, somit die Zündung auf On stellen kann und dann den ganzen Button reindrückt. Okay. Und dann kommen wir an das voluminöse Handschuhfach. Also so ein Handschuh mit Protektoren passt da nicht rein. Der moderne Scooterboy hat hier einen USB-Anschluss Du lenkst ab von den Handschuhen, die nicht rein. und es passt ein Handy rein. Super. Also es passt hier weder Handschuhe noch eine Flasche Bier, vielleicht ein Schnaps und Wie eine sieht, wie Seidenhandschuhe. sieht denn das bei Vielleicht. dir aus? Jetzt mal Hosenober. Ich habe vergessen, wie es aufgeht. Aber Piepsen. gib's mal. Okay. Und jetzt? Aber auch an Ja. und dann einmal weiterdrehen. Ah ja, okay. Also was wir hier drin haben, ist auch ein USB-Anschluss, ja. Und dann Und dann mache ich das. wird's. Also das Handy geht nur, wenn man mit viel Schwung schließt, geht das rein. Hier ist irgendwie, da kann man Wasser nachfüllen oder was. Kannst du das lesen? Hot, do not open, das ist quasi fürs Kühlwasser. Bam. Also hier geht nichts rein. Eine Cut. Sache fällt mir tatsächlich noch Ach so. auf. Als Soziuskugel, du hast ja bei der GTS verkaufen wir ja ganz gern eben diese Fußrastenerweiterung.
Bei der GTS, Oh, das ist eigentlich das ist ein sehr guter Test, Nico. Das gucken wir uns noch an. bei der GTS sind doch kleine Frauen als immer in dem Nachteil, dass sie nicht auf die Fußrasten kommen. Ich finde, bei mir ist das relativ entspannt. Können wir auch genau so reinnehmen, ja. Nico, komm, setz dich hier rüber und guck mal, ob du auch hier als kleine Frau sitzen kannst. Ich finde, bei der Lambretta ist es besser gelöst. Durch das, dass die Seitenhauben schmäler sind, stehe ich mit den Füßen natürlich viel souveräner auf den Fußrasten. Hier habe ich jetzt enorm viel Platz für Jeskos breiten Hintern und fühle mich trotzdem wohl. So, Nico, jetzt sind wir die Dinger ja ausgiebigst gefahren. Ne? Jetzt können wir auch ein bisschen das Fahrwerk beurteilen, hoffe ich. Wie findest du das Handling von der GTS? Ich finde, dieses Fahrzeug lässt sich unglaublich unangenehm fahren. Angefangen von diesem permanent auftretenden Shimmy-Effekt, dass ich mich nicht traue, die Hände vom Lenker wegzunehmen. Und da will ich mir jetzt auch nicht anhören, ja, ich muss da schwerere Lenkerendengewichte oder sonstiges dran machen. Nee, wir bewerten ja so, wie das Ding Genau, also ausgeliefert wird. so bekomme ich die vom Händler. Aber sorry, den Shimmy, den hast du doch beim Geradeauslauf und nicht bei Kurvenfahrten und nicht beim Handling. Ja, das wäre ja noch schlimmer, wenn ich dann irgendwie, also, Na gut, also sagen wir erstmal Geradeauslauf ist nichts. nee. Hier war der gut. Habe ich nichts Negatives zu berichten. Wie ist denn jetzt das Handling im Vergleich? Naja, okay, ich rede ihr wieder gut zu und sag, sie lässt sich sehr gut handeln in mittelengen Kurven. Also zu eng sollten sie nicht. Ich würde mit dem Roller nicht auf eine Kartbahn gehen. Ich finde, die sind ähnlich. Ich finde die ein bisschen besser im Handling. Aber die hier kriegt von mir ein dickes Minus. Weißt du warum? Nee. Man setzt mit dem Seitenständer auf. Der hat hier aber auch einen sehr dicken Anschlag. Also ich glaube, wenn man einfach nur den Anschlag rausnimmt oder so ein bisschen, dann geht es schon besser. Aber ich bin mehrfach damit aufgesessen. Und das ist im Handling natürlich ein klarer Punktabzug. Ja. Kommen wir jetzt zum Bremstest. Wir machen das so. Wir fahren einfach auf diese Hütchen mit 50 und da werfen wir den Anker. Okay. Ich fange an, oder? Okay. Gut. Ja, Nico, da musst du erst mal drunter kommen, oder? Das ist gar nicht schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Bremsweg weiter ist. Ja. Ja, die Hätte ich Kamerajungs vielleicht auch haben sich da schon gedacht. aufgestellt. Die aber- Bremse funktioniert ziemlich gut. Also ich glaube, könnte noch was gehen, aber das ist schon ziemlich gut. Versuchst du es mal. Okay. Warum steht denn deine weiter hinten? Also entweder, weil ich besser gebremst habe oder weil die Lambretta besser bremst. Vielleicht bist du langsamer gefahren. Ich habe den auf 50 hochgetrieben. Ja, jetzt wieder die Legende vom Bescheißen. Pass mal auf. Lass das mal kurz ausmessen, wo wir jetzt stehen, oder? Das können wir machen. Du hast dieses Ding da, dieses App zum Ausmessen? Ja. Nee, das Handy ist leer jetzt. Ja, machen wir es so. 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Nico ist bei 10 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich würde sagen, 1,5 Meter weniger Bremsweg habe ich jetzt gebraucht. Wollen wir es nochmal umgekehrt versuchen? Sehr gern. Okay. Fange ich an? Jo.
Okay. Da stand die gerade eben schon, oder? Nee, also natürlich habe ich besser gebremst, aber wir können das... Ich probiere jetzt mal die GTS. Ja, okay. Lag doch an mir. Und du hast das sogar noch warm gebremst. Ich bin nicht doof. Ja, aber das läuft ja ihr in die Karten, ne? Nee, die andere habe ich vorher auch noch warm gebremst. Okay. Nein, vielleicht macht das auch den Unterschied. Ich habe beide vorher leicht warm gebremst. Aber man sieht, es ist wieder die GTS, die leicht verliert gegenüber der Lambretta. Ne? Ich gucke mal, wie viele Schritte es jetzt sind. Ja, sehr ähnlich. Ja, vorhin waren das ja 10 Meter, jetzt sind es vielleicht 9,5 Meter. Und vorhin waren das hier 8,50 Meter, jetzt sind es vielleicht 9 Meter, also so über den Daumen. Ganz am Ende muss man sagen, mit 1 Meter kürzerem Bremsweg kann man die Lambretta ungefähr beurteilen. Ne? Weil wir haben ja jetzt keine Laborbedingungen hier. Das war aber, glaube ich, schon ein ganz aufschlussreiches Ergebnis. So, ein weiterer epochaler Sieg für die Lambretta. Ein weiterer. Okay, es war der erste heute, Okay. an dem Tag. Ja. Aber wenigstens hat sie besser gebremst, wenn sie schon nicht besser beschleunigt Das ist hat. Aber die Bremsen sind gut, muss man sagen. Was denkst du, woran liegt's? Woran hat's gelegen? Herr Ju, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Aber sind wir ehrlich, es war ja auch knapp. Also theoretisch Reifen hier, Bremsen wärmer da, Belege anders. Ich denke, da muss es sich jetzt nicht schämen. Nein, hat sie fein gemacht, aber die Lambretta hat es besser gemacht. Hat sie fein gemacht. Das schneiden wir raus. Also, Genau das schneiden wir rein. Ja, das glaube ich aber nicht, dass das da irgendwo hängen bleibt. Bremsweg. Bremsweg haben wir getestet auf der Bahn, auch recht ausführlich. Ne? Haben auch beide Roller getestet. Die Lambretta bremst einfach besser und es war echt gut. Ergonomie Sitzbank. Man hat eine relativ ähnliche Sitzposition. Ne? Man sitzt hier ein bisschen mehr im Roller, der noch etwas höher, der Lenker im Vergleich, habe ich den Eindruck. Sitzposition gibt es bei beiden eigentlich nichts auszusetzen. Ich als kleinere Person fühle mich da fast noch wohler. Ja. Aber ich sehe sie gleich auf bei der Sitzposition. Bremsen sind relativ ähnlich aufgebaut bei beiden, würde ich sagen. Als ich die wirklich warm gefahren habe, habe ich da mal so ein Rubbeln gekriegt. Das hat sich hier souveräner angefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, dass auch wenn das Ding heiß gebremst war, dass das souveräner gebremst hat. ABS haben sie beide, ne? Vorne, hinten haben sie es. Es gibt aber auch hier Luft nach oben, weil es sind 220er, kann man größer machen, wenn man will. Fahrwerk. Wir haben hinten eine sehr ähnliche Art der Aufhängung. Ne? Ja. Es ist hinten mit Doppelfederbein. Wir haben eine Verstellung der Federvorspannung hinten bei beiden. Wir haben auch den Aufbau sehr ähnlich. Ich finde, bei beiden wirken die Komponenten hinten nicht sehr hochwertig. Aber es funktioniert. Ne? Fahren ja relativ anständig. Und vorne haben wir absolut unterschiedliche Konzepte, wo es auch wirklich spannend wird. Als ich gesehen habe, dass die neue Lambretta mit dem Aufbau einer alten Lambretta-Gabel kommt, dachte ich, oh nein. Weil die alte Lambretta-Gabel vom Original Lambretta war fürchterlich. So, und jetzt haben wir hier wieder 2 gezogene Schwingen auf jeder Seite und haben hier einen Antidive. Um die Bremskraft von der Federung zu entkoppeln, gibt es hier eine Momentabstützung, die soll verhindern, dass vorne das Vorderrad zu stark einnickt beim Bremsen. Gibt es auch als Umrüstkit für alte Lambretta-Gabeln im Zubehör und so. Das funktioniert immer so semi. Hier funktioniert es erstaunlich gut, muss ich sagen. Wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Die Federvorspannung lässt sich verstellen. Das Ganze sind äußerst einfach gestaltete Federbeine hier vorne. Ne? Relativ dünne Federn, immerhin progressiv gewickelt. Funktion überraschend gut. Hätte ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt, als ich es gesehen habe. Bei der Vespa haben wir den Klassiker, den sie eigentlich verbauen seit Ende 70er, oder? Ende der 70er Jahre gab es diese Einarmschwinge, wo die Bremskraft ins Federbein eingeleitet wird. Was sie jetzt gemacht haben seit 2023, sie haben hier zusätzlich ein Antidive verbaut. Diese bewährte Vorderradschwinge, die eigentlich sehr gut funktioniert hat, haben sie verbessert, indem sie noch ein Antidive eingebaut haben. Aber
Die große Frage ist jetzt, was fährt besser von beiden? Naja, da muss ich jetzt mal die rosarote Brille absetzen und sagen, ich finde, sie fährt besser. Ich finde, hier spricht die Federung noch sensibler an. Klar, da habe ich 2 Federbeine, die bewegt werden müssen. Hier habe ich 1. Dann habe ich auch den Eindruck, dass, wenn ich bremse, die Federung noch besser funktioniert als da. Sie funktioniert da schon erstaunlich gut, finde ich. Also für dieses System. Aber ich finde, hier funktioniert es besser. Also hinten ist das ziemlich ähnlich. Das ist Hinten nichts kannst du Tolles. außen vor lassen. Mit Das kleinen Schlägen sind beide leicht überfordert, finde ich. Das filtern sie nicht gut genug weg. Aber im Prinzip ist das alles stabil, kann man machen. Vorne würde ich sagen, da ist wirklich der Unterschied. Und da würde ich tatsächlich der GTS noch einen Punkt mehr geben. Wir kommen zu der Kategorie Elektrotechnik. Wir haben 3 verschiedene Kapitel, nämlich Display, Lichtanlage und technische Besonderheiten. Lass uns mit dem Display anfangen. Ich glaube, ich muss jetzt drücken, ne? Dann muss ich warten und dann kann ich das Ding drehen. Und dann kommt das Display. Und zwar hier unten ein relativ einfaches Schwarz-Weiß-Display, was aber in die Form eingepasst ist vom Tacho. Und hier oben ein analoger Drehzahlmesser. Okay. Sie könnten ja drehen. Jetzt, Oh. Hallo? Ah, kleines Filmchen. Okay. Was können wir zu diesem Display sagen? Also es ist eindeutig ein TFT-Display. Es ist farbig. Display? Normalerweise sieht so ein Display bei der GTS 300 ein bisschen anders aus. Das hier ist ein Sondermodell. Das kann mit dem Handy verbunden werden und auch GPS und so dann anzeigen. Hier ist so eine relativ klassische Außenlinie und in die Mitte ist viereckig dieses Display eingepasst. Das finde ich ein bisschen lieblos. Zweitens ist das ein Retro-Roller und der hat nur dieses komische Mäusekino hier. Das passt irgendwie nicht zu diesem ganzen Retro-Style. Ich habe einen schönen großen Rahmen und natürlich habe ich in den schwarzen Feldern eben auch die Kontrollleuchten untergebracht. Diese hätte ich aber auch ins Display unterbringen können und das Display vollflächig machen können. Der Wille war da und dann hat man irgendwie aufgehört, das fertig zu machen. Für diesen Test haben wir ein Sondermodell. Das ist vielleicht nicht ganz fair, weil normalerweise hat die GTS tatsächlich ein schöneres Display. Der kann zwar dann ein bisschen weniger, aber der hat einen analogen Drehzahlmesser. Einmal Rücklicht, Ja, leuchtet sowie Bremslicht. Blinker. Naja. Also alles LED, vorne wie hinten. Wir haben eine relativ normale LED-Lampe vorne. Jetzt haben wir dieses vom Design her sehr streitbare Rücklicht, weil das ist wirklich sehr groß. Dann können wir es mal kurz blinken lassen. Jetzt fällt auch auf, warum es so groß ist, denn die Blinker sind integriert. Gibt ein Fleißkärtchen, finde ich. Und hier vorne, ja, hier haben sie diesen länglichen Blinker, die sehen auch ganz cool aus. Der Scheinwerfer, der ist auch einfach noch mal schöner als bei der Vespa, denn hier steht in der Mitte Lambretta drin und dieser kleine Lambretta-Schriftzug, der leuchtet auch noch. Jetzt kommen wir zu den technischen Besonderheiten und da hat die natürlich mehr, weil sie dieses Display hat, wo man dann halt das Smartphone verbinden kann. Und sie hat, glaube ich, Anti-Schlupfregung auch noch. Okay, das ist natürlich ein Pluspunkt. Sie haben beide Keyless Go, aber bei der Vespa habe ich nur eine Option. Mit meinem Schlüssel in der Tasche komme ich hier an, drücke und dann muss ich warten. Und dann kann ich drehen. Das geht bei der Lambretta auch. Ich komme angelaufen, drücke, warte, bis er sagt, ich kann und dann drehe ich um. Gleicher Ablauf, nur erstens funktioniert das aus irgendeinem Grund so ein bisschen flüssiger als bei der Vespa. Zweitens habe ich hier die Option, den ganzen Bums zu umgehen, indem ich hier auf dem Schlüssel aufdrücke und dann drehe. Da muss ich nicht warten. Und da kommen wir zum Nachteil von der Lambretta. Das Ding piept permanent. Das macht mich wahnsinnig. Während des ganzen Drehs piept diese Lambretta. Warum auch immer. Also kein Fluchtfahrzeug. Kein Fluchtfahrzeug. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nichts gedrückt. Es piept einfach. Und das ist brutal nervig. Qualität ist sehr interessant im Vergleich, denn wir haben hier die italienische Traditionsmarke Piaggio, die Vespa GTS. Das steht ja auch so, oder sollte zumindest für Qualität stehen, während wir hier jemanden haben, Lambretta, das ist aber nur der alte Name. Es ist eine neue Firma und sie wird hergestellt in Fernost. Das bringt ja immer gleich viele Vorurteile mit sich. Also schauen wir uns mal die Qualität an. Womit fangen wir an? Ich würde Haptik vorschlagen. Ich kann eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Man ist ja die Qualität bei den Vespa-Modellen gewohnt. Ich finde, man merkt der GTS auch an, dass diverse Sachen auch in Fernost
produziert werden. Ich muss sagen, gerade bei dem 2023er Modell habe ich bei vielen Neuteilen den Eindruck, dass das eigentlich versteckte Sparmaßnahmen sind. Und diese Schalter, das ist eigentlich, wie das so aussieht und sich anfasst, fühlt sich das eigentlich wie Schalter an, die man klassischerweise von Fernostprodukten kennt oder Vorurteile Fernostprodukten gegenüber hat. Ja. Das fühlt sich nicht nach der italienischen Qualitätsarbeit an, die ich da gerne hätte, sondern das fühlt sich eher günstig an. Aber mal im direkten Vergleich, wenn man sich diese Schalter anguckt, da ist einfach weniger Spiel überall, ne? Die gefallen mir auch besser und auch die Griffe, das fühlt sich einfach schöner an, finde ich. Ne? Auch mit der Farbgebung, das haben sie auch sehr schön fühlt sich gewählt. auch ein bisschen fester an als das hier. Hinternhaptik. Da muss ich sagen, da bin ich hier ein bisschen weicher. Aber wenn ich die Stoffe anfasse von der Sitzbank, dann bin ich hier auch wieder vorne. Das nächste ist die Qualitätsanmutung. Warum Qualitätsanmutung? Bei vielen Sachen kann ich nicht wissen, wie viel Qualität wirklich dahinter steckt. Wenn ich zum Beispiel sage, dieser Sitz sieht hochwertig aus, dann weiß ich aber nicht, wie der in 5 Jahren aussieht. Es kann ja sein, dass der ganze Unterbau einfach viel zu schwach ist und dass der sich sehr stark abarbeitet über die Zeit. Das Gleiche ist mit so einem Rahmen hier um die Lampe. Ich kann sehen, wie es jetzt aussieht, aber ich weiß nicht, ist der vielleicht in 5 Jahren ausgeblichen oder nicht. Bei der Vespa kennt man's. Bei der Lambretta müsste man halt im Alltag eben feststellen, ob da halt irgendwelche Kinderkrankheiten auftauchen. Deswegen Anmutung. Also ich muss sagen, guck mal, meine Lambretta hier, ne? Hier hinten hat die so ein gesticktes Lambretta auf der Sitzbank. Dann ist das hier alles farbig eloxiert und hier hat das so dezente Farben als Hintergrund von den Schaltern. Und auch hier, das sieht, wenn ich hier reingucke, recht wertig aus. Überall Lambretta-Schriftzüge, wo ich auch nur hinschaue. Auf der Schwinge ist ein Lambretta-Schriftzug. Auch hier der Auspuff, man mag ihn mögen oder nicht, der wirkt erstmal auf mich sehr solide, wie das angeschraubt ist. Kleine Punktabzüge fallen hier bei solchen Schrauben an. Ne? Ja. Da hätte man ja mal die passende Unterlegscheibe nehmen können. Ne? Hier sieht man das ganz gut vielleicht. Irgendwie wirkt das billig. Ne? Und auch diese komischen Hutmuttern hier in Chrom, die passen nicht dazu. Das wirkt irgendwie billig. Aber das wirkt alles für mich eine Spur schöner und wertiger als bei der Vespa. Das ist ja Geschmackssache. Komm, verteidige sie. Naja, ich habe halt sehr viel Chrom verbaut, im Gegensatz zu dir. Aber das ist nicht das, was du meinst, oder? Nee. Ich weiß nicht, was ich groß verteidigen soll, was nicht hinlänglich bekannt ist. Sie gibt ja schon was her. Sie wirkt nicht wie ein günstiger oder Billigroller. Das würde ich niemals sagen. Ja. Aber ich bin überrascht, dass die Qualitätsanmutung für mich bei der Lambretta besser ist. Die letzte ist Qualität der technischen Teile. Wir haben ja schon über Muttern gesprochen. Man kann aber auch sehen, dass zum Beispiel die Federbeine hier relativ günstig wirken. Die Schrauben, die die Hebel halten, sind irgendwie von unten nach oben geschraubt mit einer Mutter. Das sieht ein bisschen komisch aus, sieht man aber normalerweise unter den Abdeckungen nicht. Oder auch die Federbeine hier vorne, die sind halt relativ dünn gehalten. Und auch die Federn, wenn sie funktionieren, ist eins. Aber die technischen Teile wirken jetzt nicht so, als sei das Raumfahrttechnik. Ich finde auch, ganz ehrlich, das nimmt sich nicht viel. In einigen Teilen finde ich tatsächlich, dass die Vespa da etwas hochwertiger wirkt. Bei den Federbeinen kann ich keinen großen Unterschied finden. An der Gabel, wo man das sieht, wirkt die einfach besser durchkonstruiert. Auch hier drin, das sieht alles für mich nach mehr Großserie aus und weniger improvisiert, als das bei der Lambretta ist. Von daher würde ich da deine vorne sehen. Wir sind jetzt bei der Kategorie Händler angelangt. Da kann ich mich ja eigentlich zurücklehnen, was Händlernetz angeht. Aber wie sieht das bei dir aus? Nicht nur Händler, sondern auch Ersatzteile und Zubehör gehören in die Kategorie. Und da haben wir 3 Unterkapitel. Ne? Einmal Händlernetz, die Ersatzteilversorgung und wie der Zubehörmarkt so aussieht. Händlernetz, wie sieht es bei deiner GTS aus? Kann ich mich absolut nicht beschweren. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, in jeder Stadt gibt es einen Vertragshändler. Bei der Lambretta ist das schwer zu sagen. Die sind gerade dabei, das Händlernetz in Deutschland aufzubauen. Von daher ist es auch ein bisschen gemein. Aber wenn man mal im Internet guckt, sieht man schon so einige Händler. Also, sie sind dabei. Und dann Ersatzteilversorgung. Würde ich mir direkt auch 5 Punkte geben? Piaggio, Ersatzteilversorgung. Ihr kriegt einfach alles bei SIP, ist doch super. Bei der Lambretta ist das schwer. Den deutschen Importeur Moteo habe ich angefragt, wie das aussieht. Und die sagen, sie haben in Europa bereits alle Ersatzteile auf Lager liegen. Und die Versorgung ist gesichert. Dann Zubehörmarkt. Es gibt einfach fürchterlich viel
und das Beste natürlich bei Sippe. Wie sieht es bei der Lambretta aus? Schwer zu sagen. Sie wird in Asien schon verkauft. Von dem Zubehör ist bisher sehr wenig in Deutschland angekommen. Wenn man mal im Internet guckt, sieht man schon so einige Händler. Also, Sie sind dabei. Wir kommen zur wichtigsten Kategorie. Wir haben die jetzt mal Style oder Lifestyle oder so genannt, weil Vespa und Lambretta, das sind Marken, das kaufen sich die Leute, weil das ein Lifestyle-Produkt ist und weil das zwei Marken sind, die von ihrem Ruf zehren und leben, von den klassischen Designs, die sie in den 50er, 60er Jahren rausgebracht haben. Natürlich gibt es da auch eine Menge Kritik, weil die Hardcore-Fans von Lambretta sagen, das ist ja gar keine Lambretta. Trotzdem sieht die ja nicht schlecht aus. Und deswegen haben wir uns ein paar Kriterien ausgedacht, wie wir das bewerten können. Wir haben uns einmal gedacht, wir bewerten einfach das Design. Wie sehen die Dinger denn aus? Gefällt uns das oder gefällt uns das nicht? Und das Zweite ist dann Geschichte, Mythos, Tradition. Beide Marken verkaufen ihre Roller mit der Geschichte, mit dem Mythos ihrer Marken. Wie viel wird davon noch transportiert oder wie viel ist glaubhaft davon? Und das Dritte ist der Retro-Flair. Beide wollen Retro-Modelle rausbringen, beide wollen auf die alten Formen rekurrieren, wollen sie in die neue Zeit transportieren. Da schauen wir mal, wie viel Retro-Flair gestehen wir den beiden zu. Also ich finde, das Design haben sie eigentlich ganz gut aufgenommen. Man sieht ganz klar die alten Linien von der ursprünglichen Vespa. Die kommen immer wieder am Fahrzeug vor, sei es von den Seitenhauben, das Handschuhfach, egal wie clean es jetzt irgendwie erscheint. Es erinnert halt doch an die alten Züge, die Einarmschwinge, typisch Vespa. Ich finde tatsächlich, das Ding ist echt gelungen. Wenn Nico redet, dann höre ich nur die ganze Zeit, das sieht aus wie die alte, das erinnert an die alte. Das hört sich für mich alles nach kaltem Kaffee an. Die Lambretta, da ist das ganz anders. Die hat es sozusagen geschafft, etwas Neues zu gestalten, was trotzdem an das Alte erinnert. Und das finde ich cool. Ich weiß ganz genau, was viele von euch denken. Das ist kein Lambretta-Design, das mag ich nicht, das will ich nicht sehen. Ich finde das schön. Es sieht einfach besser aus, es sieht kreativer aus als der kalte Kaffee. Was ich aber auch kritisch sagen muss, die ist wirklich, das ist echt schwer. Aber insgesamt finde ich, designtechnisch ist die hier eindeutig vorne. Ich muss dir tatsächlich recht geben. Ich finde sie auch gelungen. Ich finde sie gewagt. Rücklicht, ja, wild, aber halt auch mal was anderes. Also da geht ja Vespa eigentlich immer den gleichen Weg. Das sieht alles immer gleich aus. Mir gefällt es natürlich, wie diese alten Formen aufgenommen wurden in die neue Zeit. Ich sehe hier den SX-Kotflügel. Ich sehe ein bisschen die SX-Kaskade. Die Schriftzüge haben sie übernommen. Dann doch aber irgendwie wieder so einen frischen Wind reingebracht. Diese Designlösung von dem Haltegriff für den Sozius finde ich überragend, weil es halt einfach eine super cleane Optik hat. Und vor allem in dieser Ausstattungsvariante SR, die wir hier haben, die hat halt auch diese seitlichen Streifen, das greift die GP auf, aber noch viel mehr die Jet 200. Ne, die hatte das genauso. Das sieht sportlich aus und das greift ein bisschen das auf, was Lambretta zuletzt gemacht hat. Natürlich ist es mit der Betone-Form nicht zu vergleichen, die die GP hatte, aber es ist Retro, es sind trotzdem neue Sachen. Wir kommen zu Geschichte, Tradition, Mythos. Ich habe halt den Vorteil, dass ich sagen kann, das hier ist von Piaggio, eine Vespa, wie sie seit 46 produziert wird. Interessiert jetzt auch überhaupt gar nicht, in welchem Werk die gebaut wird oder sonstiges. Fakt ist, das ist eine originale Vespa. Kann jeder sehen, wie er will. Daher gebe ich das Wort jetzt einfach direkt an dich weiter. Dieses ist ein Retro-Roller, den hier jemand uns verkaufen möchte, mit dem Schriftzug Lambretta und dem Schriftzug Innocenti. Warum? Weil er es kann. Weil er die Namensrechte hat, weil er die besitzt, ihm gehört das Ganze heute. Allerdings viel Kontinuität oder Mythos oder Historie hat das nicht mit Lambretta gemeint. Hier habe ich, okay, von mir aus einen Investor, der nichts damit zu tun hat. Aber wenn ich mir die ganzen kleinen Gimmicks anschaue, allein von dem Wappen über eine Batterieabdeckung, über die Embleme, über die Schriftzüge, über das Design, sehe ich halt definitiv den Willen, diese Marke wieder aufleben zu lassen. Und natürlich kann man an diesem Punkt sagen, das ist alles Nonsens. Ich will das nicht, ich mag das nicht, das ist modern, das kenne ich nicht. Oder man sagt, hey, man gibt dem mal eine Chance. Jesko, wir sollten noch etwas über das Thema Preise sagen. Wir haben jetzt die X300 hier stehen. Die kostet 6.759 €. Und dann haben wir natürlich die GTS Supertech. Die GTS Supertech kostet 7.499 €. Das heißt, die ist mal satte 850 € teurer.
Mit dem Display. Aber es gibt natürlich auch eine Standardausführung von der GTS. Und die kostet nur 6.990. Das heißt, die ist dann nur 250 € teurer. Ich sehe die Materialien, die mittlerweile verbaut sind und denke, dass wir auch für den Namen bezahlen. Qualität, ja. Gute Qualität, selbstverständlich. Will ich Aber nicht abstreiten. Preis-Leistung. nicht Preis-Leistung. Nicht mit Der Preis könnte günstiger sein. Es könnte günstiger sein. Ja. Ich krieg was für mein Geld, aber ich glaube, man zahlt auch viel für den Namen. Den Vergleich zwischen Vespa und Lambretta habe eindeutig ich gewonnen. Einzig aufgrund der Tatsache schon allein, dass dieses Fahrzeug ein Traditionsfahrzeug ist, wie ich es mir eigentlich wünsche, auch wenn es natürlich mit dem Zahn der Zeit modernisiert wurde und vielleicht nicht mehr die netten Features hat wie damals. Dennoch, der Marke treu. Mal wieder hat Lambretta eindeutig den alten Vergleich gegen die Vespa gewonnen. Warum? Ganz einfach. Lambretta war schon immer etwas spezieller, die Fahrer auch, und das Design war schon immer sportlicher und eleganter. Auch hier ist es so, hier hat es eine neue sportliche Note, das da ist verstaubt. Deswegen fahre ich jetzt mit dieser piependen Lambretta nach Hause und feiere meinen Sieg. An dieser Stelle nochmal ein recht herzliches Dankeschön an die Firma Wimmer und Merkel, die uns diese GTS zur Verfügung gestellt hat. Gleiches gilt für die Firma Moteo, die uns diese X300 Lambretta zur Verfügung gestellt hat. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer euer Sieger ist. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren, Bimmel drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Im Ernst, ich muss zugeben, unseren kleinen Vergleichstest, den hat die Vespa gewonnen. Allerdings vor allem deshalb, weil die Marke länger bzw. kontinuierlich auf dem Markt ist. Sie hat von uns mehr Punkte für Tradition bekommen und vor allem im Bereich Händlernetz, Ersatzteilversorgung und Zubehörteile war die Vespa unschlagbar. Lässt man das außer Acht, war das Rennen erstaunlich knapp. Wenn es euch interessiert, wie der Test ganz genau ausgegangen ist, dann findet ihr die Ergebnisse bei uns im Blog. Dort haben wir alles ganz genau aufbereitet, alle Kategorien, alle Ergebnisse schön in Tabellenform. Den Link zu dem Blog findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.